Nach einer Knie-OP, sei es wegen Kreuzband, Meniskus oder einer Knietape, ist Schwellung fast unvermeidlich. Das Knie fühlt sich prall an, vielleicht auch steif oder schmerzhaft. Und jede Bewegung erinnert dich daran, dass dein Körper noch mitten im Heilungsprozess steckt. Damit Druck, Spannung und Schwellung schneller zurückgehen, zeige ich dir heute eine Tape-Technik. Sie unterstützt den Lymphabfluss, also das Abschwellen, und kann spürbar entlasten. Genau dort, wo dein Körper jetzt Hilfe braucht. Und falls du jemanden kennst, der gerade eine Knie-OP hatte, leite das Video gerne weiter. Es kann wirklich gut helfen. Und für das Tape selbst brauchst du nicht viel. Nur ein paar Minuten und ein paar einfache Dinge. Für diese Technik brauchst du entweder schon vorgefertigte Tapes, Lymphtapes, oder du schneidest dir die selber zurecht. Du brauchst 3 Streifen, eine mit ungefähr 25 cm und 2, die sollen ungefähr 10 cm sein, je nachdem, wie groß dein Bein jetzt ist. Wenn du die selber schneiden willst, dann nimmst du diese Streife und schneidest daraus 5 langen Streifen und oben ein Bereich, der das alles zusammenhält. Das obere Teil soll so ungefähr 2 Fingerbreite haben und dann diese kleine, wie eine Fahne, 5 davon. Am besten ist, wenn du dann halt die Ecken auch gleich schneidest, damit die rund werden, weil je runder die Ecke, desto länger klebt es auch. Und das wiederholst du dann auf die 3 Streifen. Wie gesagt, 2 Streifen für jeweils 15 cm. Auch hier wird dann halt die eine lange Streife in 5 kleinen Streifen geteilt und oben so ungefähr 2 cm breit, die am Stück ist. Und das gleiche auch für das langeren Tapestück. Jetzt ist es wichtig zu wissen, wie genau deine Lymphgefäße oder die Lymphbahnen verlaufen. Vor allem, wenn es jetzt halt um das Knie geht. Als erstes sind ja die Lymphknoten an der Leistengegend. So nah wie möglich von der Leiste. Die verlaufen eher auf den inneren Bereich von der Oberschenkel. Und dann haben wir noch besonders viele Lymphknoten in den Kniekehlebereich. Und nach einer Knie-OP, wo das Knie geschwollen ist, wollen wir ja genau diesen Abfluss erleichtern, indem wir das Tape so kleben, dass die Lymphe vom Gelenk her, vom Knie, nach hinten in den Lymphknoten und dann nach oben in den großen Lymphbahnen zur Leiste und letztendlich zu deinem Kreislauf wieder zurück. Zu Beginn nimmst du dann halt die größere Streife, reißt es leicht an, genau da, wo die 5 Streifen begonnen haben, genau in dem Bereich reißt du es einmal auf und klebst dann diese obere Partie so nah wie möglich von der Leistengegend. Klebt das obere Teil ohne jeglichen Druck, so nah wie möglich von der Leiste her. Und jetzt hast du diese 5 kleinen Streifen. Und die solltest du jetzt im Verlauf von den Lymphbahnen von der Oberschenkel ankleben. Also du beginnst von unten nach oben, machst diesen Papier ab. Die Spitze ist nach wie vor mit dem Papier drauf und du machst dann halt klebst mit einem leichten Zug, klebst du dann die Streifen auf die Haut drauf. Hier in dem Bereich verlaufen ja die Lymphbahnen und in dem Bereich wollen wir im Verlauf von Lymphbahnen auch diese kleinen Streifen ankleben. Zieh leicht am Ende vom Tape, lass es auf die Haut langsam gleiten und die Spitze ohne Zug ankleben. Das wiederholst du für jede Einzel. Unten an der Spitze festhalten, leichten Zug ausüben und nach innen Richtung Knie hin. Besonders bei Patienten, die so eine Hämatom haben in dem Bereich, hat meine Erfahrung gezeigt, dass das Tape sehr gut funktioniert und vor allem auch sehr entlastend wirkt fürs Knie. Wenn du das Tape komplett angeklebt hast, du kannst dann noch ein bisschen über den Tape so reiben, damit das Kleber dann halt auch ein bisschen mehr befestigt wird. Wichtig im Voraus,
Die Haut darf auch keine Bodylotion, keine Öl drauf haben, gar nichts. Am besten ist, wenn du dich gerade frisch geduscht hast, die Haut ist sauber und trocken und dann kannst du den Tape draufkleben. Bei Männern kann es auch sinnvoll sein, dass man vielleicht den Bereich erstmal rasiert. Als nächstes geht es dann um die Entlastung oder die Entstauung vom Knie selbst. Auch hier sind dann die Lymphknoten eher in der Kniekehle. Und deshalb sollte auch hier den Bereich, bevor die Streifen beginnen, da setzt du den ersten Tape hin, in Richtung Kniekehle, ohne jeglichen Zug. Einfach einmal reinkleben, das Bein versuchen eher gestreckt zu halten und dann wie ein Fächer bringst du dann die Streife nach vorne Richtung Beinmitte. Und das Ziel ist es, diese 5 Streifen um das Gelenk drumherum, immer mit einem leichten Zug, nicht zu doll, nach vorne zur Gelenkmitte hingebracht werden. Die Spitzen klebst du dann immer ohne jeglichen Zug. Und auch noch die letzte. Das Knie so gestreckt wie möglich, aber so, dass du noch nach unten dran kommst. Und dann wie ein Fächer von der Kniekehle nach vorne, am Ende noch kurz drüber streifen, dass es gut anklebt. Dann haben wir die Innenseite schon fertig gemacht und dann geht es auch noch einmal um den Außenbereich, dass auch von hier das Gelenk komplett entlastet wird, beziehungsweise dass die Schwellung oder das Abtransport von dieser Lymphe, von der Flüssigkeit dann halt erleichtert wird. Wieder da, direkt unterhalb von diesen kleinen Streifen, reißt es einmal an, hebst dann die Spitze hoch. Ich mache das immer am liebsten, dass ich so einmal nach hinten klemme. Dann kann ich das ein bisschen besser stabilisieren. Und dann in Richtung von Kniekehle einmal kleben. Ohne jeglichen Zug. Einfach einmal darüber. Und dann jeder Einzelstreifen, so dass die Plus-Minus jetzt in den anderen dazwischen gehen. Auch wieder zu der anderen Seite vom Knie. Ebenfalls hier an der Spitze festhalten, leichten Zug ausüben und dann einmal rum ums Knie. Ziehen, leichten Zug, einmal rum ums Knie, Spitzen ohne jeglichen Zug, bis du einmal das komplette Knie geklebt hast und schön so um die Kurve. Und auch hier noch einmal ein bisschen reiben. Mit der Wärme von deiner Hand sorgt auch dafür, dass der Kleber noch ein bisschen mehr aktiviert wird. Sanft drüber streichen. Und so soll das letztendlich aussehen. Bunt und effektiv. Schöne Leiste nach oben. Mehrere Studien zeigen, dass genau diese Art von Anlegen von Tape dabei helfen können, nach einer Knie-OP weniger Schmerzen zu haben, Schwellung zu kontrollieren und auch die Funktion vom Knie schneller zu verbessern. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!